Hi, ich bin der Jonas, bin Rennradentwickler bei Simplon. Eines meiner letzten Projekte war das Pride, das ich zusammen mit meinem Team entwickelt habe und mit dem ich auch die Radrennen in der Elite-Klasse bestreite. Ich erzähle euch was über das effektive Training auf der Rolle im Winter, wenn es draußen zu kalt ist oder euch die Dunkelheit einschränkt. Beim Aufbau müsst ihr darauf achten, dass ihr einen geeigneten Platz findet, der gut belüftet ist, damit ihr ausreichende Sauerstoffzufuhr habt und wo der Lärmpegel niemanden anderen stört, da manche Rollentrainer doch etwas lauter sein können. Als Basisausstattung würde ich euch empfehlen, dass ihr natürlich euer Rad verwendet, einen entsprechenden Rollentrainer, eine Unterlage, damit ihr euren Fußboden schont, ein Handtuch und natürlich Getränke und Snacks. Legt euch am besten alles griffbereit hin, damit ihr nicht extra absteigen müsst. Um das Ganze abwechslungsreich zu gestalten, empfehle ich euch, eure Soundanlage aufzubauen, euren Fernseher zu verwenden oder euer Notebook anzuschließen, um online gegen virtuelle Gegner zu fahren oder virtuelle Strecken abzufahren. Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Typen von Rollentrainern. Einmal die freie Rolle, dann den Rollentrainer zum Einspannen des Hinterrades und einen Direktantriebtrainer. Bei der freien Rolle habt ihr den Vorteil, dass sie sich leicht aufbauen lässt. Ihr könnt das Fahrrad einfach draufstellen und müsst nichts einspannen. Ebenso könnt ihr einfach euer Mountainbike verwenden. Sie ist also universell einsatzbar. Nachteil ist allerdings der etwas höhere Geräuschpegel. Der Widerstand lässt sich meist nicht einstellen und man benötigt eine gewisse Balance, um nicht von der Rolle zu fallen. Bei den Rollentrainern zum Einspannen des Hinterrades gibt es einfach die größte Modellvielfalt. Vom einfachen mechanischen gesteuerten Gerät bis hin zum smart gesteuerten Gerät. Und ebenso ist auch die Preisspanne bei diesen Modellen am größten. Nachteil ist allerdings der etwas höhere Geräuschpegel und der Abrieb des Reifens. Die Rollentrainer mit Direktantrieb stellen die Königsklasse der Rollenantriebe dar. Sie sind meist sehr leise, bieten ein sehr realistisches Fahrgefühl und stehen sehr stabil. Die integrierte Leistungsmessung macht es euch möglich, euer Training exakt zu steuern und zu strukturieren. Nachteile sind der meist hohe Preis und das hohe Gewicht. Beim Training auf der Rolle geht Qualität vor Quantität. Hier kannst du in einer Stunde ein sehr effektives und strukturiertes Workout fahren. Durch Intervalle und Zwischensprints schaffst du es, deinen Stoffwechsel zu aktivieren. Viel besser, als wenn du nur stundenlang rumrollst und keine Intensitäten mit einbaust. Bei längeren Fahrten auf der Rolle brauchst du auf jeden Fall sehr gute Kühlung. Um die Motivation aufrechtzuerhalten, hilft euch Musik, Filme, ein Monitor, auf den ihr Strecken abfahren könnt oder virtuelle Rennen auf Online-Plattformen. Meine 3 Tipps für das Training auf der Rolle wären: erstens, richte dir alles so her, dass du während der Fahrt nicht absteigen musst und das Training unterbrechen. Dazu kann zum Beispiel gehören ein Handtuch, Getränke und Snacks, dein Smartphone oder eben alles, was du brauchst, um während der Fahrt nicht absteigen zu müssen. Mein zweiter Tipp ist: strukturiere und plane dein Training vorher genau. Mache dir Zeiten fürs Ein- und Ausfahren, lege Zeiten für Intervalle und Pausen fest. Somit schaffst du es, das Training kurzweilig zu gestalten. Mein dritter Tipp wäre: lege eine Musikplaylist fest mit mindestens 130 Beats per Minute, damit du einen ordentlichen Rhythmus findest, deine Trittfrequenz oben bleibt und du Spaß am Training hast.